Oh, let's get ready to rumble! Hallo zusammen, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute habe ich für euch Feierabendsteak. Ihr kennt das, ihr kommt nach Hause, wisst, ich habe noch 2 Steaks im Kühlschrank und ihr wollt die so schnell wie möglich, so lecker wie möglich auf den Teller bekommen. Und wie das funktioniert und was man dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Roastbeef-Steaks aus dem Rinderrücken, Zitrone, Salz, Schalotten, Knoblauch, Rosmarin, Thymian, Pfeffer und Olivenöl. Wir haben hier 2 schöne Steaks. Ein bisschen marmoriert. Das ist von einer Limousin Ferse. Warum lege ich da Wert drauf, um die Rasse zu nennen? Limousin ist ein Fleischrind. Also ein Rind, was gezüchtet wird, um Muskelmasse, um Fett anzusetzen. Das meiste Fleisch, was es im deutschen Handel gibt vom Rind, ist halt Fleisch von Milchkühen. Und das ist halt zum Kurzbraten grillen nicht so geeignet. Also wenn ihr zum Fleischer geht, fragt nach Rindfleisch von Fleischrindern. Also das sind Limousin, Charolais, Wagyu, Angus, Hereford, um ein paar aufzuzählen. So, und jetzt ist ja das Thema vorher salzen oder nachher salzen. Ich bin ein großer Freund davon, das Steak vorher zu salzen mit einem ganz feinen Salz. Jetzt sagen natürlich die einigen, das Salz, das zieht Wasser aus dem Fleisch, ja, und das wird trocken. Zur Hälfte richtig. Salz zieht Wasser. Aber im Fleisch habe ich bis zu 75% Wasser drin. Und so eine Prise Salz macht das Fleisch bei weitem nicht trocken. Was passiert jetzt? Ich salze das mit dem feinen Salz. Feines Salz ist wichtig. Ja, dann drücke ich das ein bisschen an und jetzt fängt das Salz an, Feuchtigkeit zu ziehen. Das Salz löst sich in dieser Feuchtigkeit aus, in diesem Wasser auf. Ja? Und dann haben wir eine salzhaltige Wasserschicht auf dem Fleisch. Und Salz versucht immer einen Ausgleich zu schaffen. Also Salz-Wasserschicht mit einer hohen Konzentration und im Fleisch geringe Salzkonzentration. Und dann zieht das Salz mit dem Wasser wieder zurück ins Fleisch. Das dauert aber 10 Minuten. Also packe ich mein Fleisch hier hin und mache in der Zeit den Grill an, lasse den Grill hochfahren, mache mir ein bisschen Gemüse und so weiter. Ja, also die Zeit ruhig mit anderen Sachen nutzen. Also ich mache jetzt hier bei dem Grill, der hat 1, 2, 3, 4 Brenner, mache ich nur eine Seite an und die ziemlich heiß. Und da packen wir unsere Schalotten drauf. Ja, die Schalotten müssen einfach nur weich und warm werden. Brauche ich gar nichts weiter zu machen. Wenn die ein bisschen schwarz werden, ist das auch nicht schlimm. Das Salz ist jetzt eingezogen mit dem Wasser. Das ist so gut wie trocken hier. Und das Einzige, was ich jetzt vorher mache, bevor es auf den Grill kommt, ich öle mir das ein wenig ein. So. Einfach dünn, ein bisschen Olivenöl drüber. Und jetzt kommt das Ganze auf den Grill. Ich habe mir die Sidelsohn angemacht und den Rost ein wenig nach oben gesetzt in die Steak-Position. Und jetzt packe ich mir das Fleisch einfach oben drauf. Und jetzt kommt das Wichtige. Wenn ich das Fleisch zu lange auf einer Seite liegen lasse, ja, passiert Folgendes mit dem Fleisch. Ich übergare es an den Rändern. So, deswegen werde ich das Fleisch alle 30 Sekunden drehen. Warum alle 30 Sekunden? In der Zeit wird das Fleisch nicht so heiß, dass das Fleisch graue Ränder bekommt. Das Fleisch wird dadurch schneller gar, gleichmäßiger gar, kriegt eine schöne Kruste. Das Branding ist zwar nicht der Knaller, aber dafür habe ich viele, viele braune Streifen und keine tiefen, eingebrannten schwarzen Streifen. Ich habe hier einen Mörser. Den Mörser packe ich auf den Grill, damit er ein bisschen warm wird. Weil in dem Mörser möchte ich nachher mit ein paar Kräutern, mit Knoblauch und Öl so eine Art, ja, wie eine kleine Soße machen. Und wenn ich einen kalten Mörser habe, wird das Öl da drin natürlich auch kalt. Und dann mache ich mir eine kalte Soße auf mein warmes Fleisch. Deswegen wärme ich mir den Mörser ein bisschen vor.
habe mir hier schon ein wenig Thymian abgezupft. Jetzt noch ein paar Rosmarinadeln dazu. Und das Ganze jetzt schön fein hacken. Denn wenn ich hier nachher in der Soße ganze Rosmarinadeln habe und ich beiße da drauf, dann ist das ungefähr so ein Gefühl, als wenn ich in einen Adventskranz beiße. Zehe Knoblauch gehört auch dazu. Bisschen angedrückt. Prise Salz drauf. Und ein bisschen klein gedrückt hier das Ganze. So, und das können wir eigentlich schon in unseren warmen Mörser geben. Kurzen Blick auf die Zwiebeln, die werden fast weich. So, der Mörser ist warm. Zack. Wichtig ist zwischendurch Temperatur kontrollieren. Schön parallel zum Rost einstecken. 52, 53. Für die Frische ein bisschen Zitronenabrieb, ein wenig Pfeffer, Olivenöl und jetzt das Ganze schön. So, jetzt nehme ich hier so ein bisschen von der Soße und verteile die hier auf dem Brett und packe hier meine Steaks hin. Man sieht die Steaks gleichmäßig gebräunt, keine schwarzen Streifen drin. Ja? Und jetzt gucken wir mal, wie die aussehen, wenn wir die anschneiden. Thema ist ja auch noch ruhen lassen. Ja, ich bin so ein Freund, ich lasse das lieber auf dem Teller ruhen, wenn da ein paar Tropfen Saft rauskommen. Dann titsche ich die auf dem Teller, entweder mit so einer leckeren Soße oder mit Brot oder irgendwas mit auf. Denn beim Ruhen lassen wird das Steak auch gern mal kalt. Und mir ist so ein warmes Steak viel lieber als ein Steak, was vielleicht 2 Gramm Wasser verloren hat. Denn mehr ist es wirklich nicht. So, hier mal anschneiden. Der große Moment. Ja, und von oben bis unten rosa, keinen grauen Rand, schön medium, so mag ich's. Ja? Und wenn jetzt Saft ausläuft, dann läuft der hier mit in die Brühe und die nehmen wir schön mit auf. Jetzt sollten unsere Schalotten fertig sein. Boah. Alle weich. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Hier ist die Oberseite der Schalotte, hier ist die Unterseite, das Wurzelteil, ja. Und jetzt schneide ich hier einfach kurz unterhalb der Mitte ab, setze mir das auf und drücke mir einfach das Innenleben raus. Wupp. Also unten ein Stück abschneiden und wenn ich oben so ein bisschen abschneide, gehen die auch besser raus. So, und die anderen drücke ich auch raus, aber die kommen einfach nur so schön hier auf den Teller. So. Eine Prise Salz drauf, hier oben Prise Salz drauf. 3 Scheiben Fleisch und natürlich unsere Soße. Feierabendsteak mit gegrillten Schalotten. Das Steak ist zart, schmeckt, aber ich glaube, das Steak kann ich drauf lassen. Die Zwiebeln, die Schalotten sind der Knaller. Schön süßlich und in der Kombination mit der Soße sensationell.
Also liebe Leute, ich bleibe weiter neugierig. Bis zum nächsten Mal.